Guten Morgen! Herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgeist hier auf dem ganzen Planeten, Dana Rolle! Nee. Gut, irgendwann kriegen wir es auf jeden Fall nochmal hin. Ich habe gehört, wenn wir die 100.000 Abos knacken, treffen wir uns in der Mitte. Es liegt also nur an euch, liebe Community und Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Es ist wieder einmal neuer Release. Komplett neuer Künstler hier im K-Pop-Universum. Ich sag mal, Alexa, spiel Musik von Alexa. Alle die Kommentare schreiben, bei wem auch immer Alexa angegangen ist. So, auf jeden Fall, ja, ihr habt das, es ist so viele Kommentare zu ihr hier, dass wir die abchecken sollen. Komplett neue Künstlerin, lalalala. Wir haben ja keine Zeit. Okay, komm. Alarm, Alarm. Helikopter. Schön Ambient Sounds. Boah, das ist ein bisschen Das ist so ein Film, Alter. geile Hosen. Sind das die Buffalo? Buffalos. Buffalo! Ja, ich glaube, ja. Das ist ein richtig fetter Subdowner. Oh, sie ist ein Android. Make-up. Ah, sie ist ein Android, siehst du? Oh, wie hieß das Spiel nochmal? Blade Beyond Runner. Two Souls? Oh ja. Oh. Ja, war das. Was meinst du denn? Das mit dem Androiden, wo er das Kind am Ende retten muss oder irgendwen. Beyond Two Souls, echt? Hieß Nee, das das hieß Nee. anders. Ah, Detroit Become Human. Genau, Detroit Become Human. Oh, so daran erinnert mich das. Okay. Ein bisschen so Blade Runner und Dings. Kommt so. Ja. Jetzt geht's los. Knock knock 시작해 I can't wait anymore button a push I can't tell anymore 또 똑같은 action can't change anymore 집어치워 blind I can't take anymore Hey! Oh! Das ist mein Auftritt. Okay, sehr elektronischer Sound. Ich weiß schon, wie es weitergehen wird. Jetzt ist Dissonant und dann gleich wird es richtig harmonisch. Im Pre-Chorus wetten. Ja, guck. We gon' drop it like a Wow, okay. We gon' drop it like a boom, 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 boom. So get ready now. 감당하겠다면 서두르고 I'm your fantasy. 이건 나와 Okay. 수정하지 말고 소리 높여 Viel. 아주 많이 다른 총선 Ja. 없는 머릿속엔 day. Also ich habe schon, ich muss kurz unterbrechen, weil es geht ganz klar in diese Richtung von hier Super M und was war das, was wir danach gemacht hatten? Wo ich mich über das Master beschwert hatte? Oh. Stray Kids. Nee, Ah, ja, doch. Doch, Stray Kids. Stray Kids? Ja. 80s? Nee, Stray Kids. Nee, 80s. 80s? Boah. Ich weiß nicht mehr, ich komme durcheinander, es sind so viele Videos. Ja, auf jeden Fall ist es hier vom Master auch schon wieder gut gegen die Decke gefeuert. Und es ist sehr, sehr viel, sehr elektronisch, aber wir hören mal weiter. Ich bin jetzt gerade so... Aber da jetzt gerade dieser zweite Part von der Hook, also die Hook insgesamt ist mir auch ein bisschen zu elektronisch, aber dieser zweite Part von der Hook, hat der nicht auch so ein bisschen was orientalisch-arabisches von der Melodie her? Ja, das klingt hier die ganze Zeit so ein bisschen mit, aber Ja. lass mal fertig hören. 영원 없는 blank 화면 속엔 bang bang loading 중 조용한 SNS 그게 전부 네 진짜 너를 보여봐 Like it 스며들어온 attitude 찾아가는 거라면 번질 수가 들렸지 No like it 더 원한다면 지금 다가와 We gon' drop it like a Hast du gehört, wie es übersteuert ist? We gon' drop it like a boom, 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 boom. Schade. Ready now. 감당하겠다면
ist der Beat cool. Oh. Ja, das ist geil. Ah, geil. Wow. Wahnsinn. Wow. Ja, gut. Also, eigentlich ist der Beat ziemlich geil. Richtig, richtig geiler Abriss hier. Hey Alexa. Okay. Siehst du, sind hier auch Android-Versionen von ihr mit drin. Der Beat ist an und für sich mega geil, aber das Mastering ist komplette Katastrophe meiner Meinung nach. Ist richtig beschissen. Sorry, dass ich es so sage, aber das finde ich Katastrophe. Es sind ja schon so viele elektronische Elemente hier drin, das dann noch so aufzublasen bis an die Decke voll, das geht nicht. Also das klingt katastrophal. Wir haben hier YouTube selber intern hat das nochmal hier 8,8 dB runtergezogen. Das heißt, dass wirklich das Master, was sie dann auch unter Video gelegt haben, auch wirklich im Pegel dann auch sehr hoch war. Aber auch ja, da ist gar keine Dynamik mehr. Das macht doch keinen Spaß. Das sind ja so viele Elemente, die einfach wirklich ein bisschen Platz bräuchten, ein bisschen Raum bräuchten. Nee, das ist einfach zugedonnert. Also, und da hast du hier auch eine Stelle drin, das übersteuert ja komplett. Das war ja hier. Vor der letzten Hook war das hier. Das ist so da sind so viele wirklich elektronische Sounds drin und dann noch mit ihrer Stimme, das soll unbedingt die Hauptmelodie sein, die sich beim Zuhörer reinbrennt, das ist schon klar, aber es vermischt sich auch irgendwie viel zu alles viel. so. Also für mir macht das keinen Spaß zu hören. Da kriegst du ja nach diesen 4 Minuten ja hast schon direkt einen dicken Kopf, weil das so voll ans Limit gemastert wurde. Kompression ohne Ende geht gar nicht. Wo war das denn? Hier bei den Stellen, wo er auch ein bisschen weniger ist, merkt man, dass es schon angenehmer kurz ist, weil da nicht alles dann so voll oder so viele Sachen dann alle sehr, sehr laut sind. Aber das ist schon sonst viel zu viel. Ich fand das auch witzig, dass das Ding auf ihrem T-Shirt, das ist doch ganz klar, sind das Eierstöcke. Mit Gebärmutter und Was? Ja, guck dir das doch mal an hier. Das sind noch Eierstöcke. So, stimmt so ein bisschen schon. Ja, Eierstock, Gebärmutterhals und dann hast du hier Scheideneingang und sogar noch die äußere Scheide fast. Oh mein Gott. Ja, ist doch so. Krass. Also das ist für mich ganz klar das weibliche Geschlechtsorgan. Innen? Das sind 3 Monde, die mit dem Rücken zueinander stehen. Das hat ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob in der Esoterik oder auch irgendwie so Hexen und weiß ich nicht, irgendwie sowas. So in die Richtung. Aber da wissen ein paar Zuschauer bestimmt besser Bescheid als ich. Aber das hat sie ja fast die ganze Zeit an und ich denke auch sehr, sehr bewusst. Ja, warte mal, ich wollte aber hier die letzte Hook, wo das so richtig übersteuert. Das war ja noch cool. Also, da sind so viele coole Sachen eigentlich drin in der Produktion, aber es ist wirklich... Das mit diesen Schüssen, ne, so Maschinengewehr, wechselt cool, auch die Seite und so, das ist mega fett. Irgendwie kommt das nicht so raus. Ja, genau. Ach so, da steht ihr Name drauf die ganze Zeit. Ich habe es nicht verstanden. Das ist ein bisschen wie so ein Stern, ne? Ja. Das war nicht hier, das war die Hook vorher.
Ist auch schwierig, weil der Bass, der hier läuft, der ist ja auch schon, das ist ja auch so einer, der richtig fett so unten so echt dick klingt. Selbst hier hast du kurz eine Übersteuerung, also wirklich, das hört sich kaputt dann an, ne? Ganz kurz. Immer wieder mal so ein bisschen. Genau, wegen dem Bass und allem drauf. Ah ja, hier was. Das ist komplett kaputt, Alter. Das ist, als ob du einen kaputten Speaker hättest. Das geht nicht. Du kannst nicht einen Master so schon rausgeben, dass es so klingt, als ob jeder ein kaputtes Speaker hätte. Egal ob am Smartphone, ob einer HiFi-Anlage oder im Auto. Nee, sorry, das ist komplett daneben. Das ist komplette Katastrophe. Also, dass das keiner gehört hat, sorry, aber das ist für mich absolutes No-Go. Schade, weil die Produktion so an sich, was drin ist und so, ist schon sehr cool. Sie wirkt sehr souverän, krasse Dance-Moves, super Attitude, Video super krass. Also, alles ist krass, bis auf das Master. Und das ist halt das, was für mich das Wichtigste ist, was den Sound noch vermittelt. Weiß ich nicht. Also, da freue ich mich auf eine nächste Nummer von ihr, aber die gefällt mir gar nicht. Wäre interessant, bei welchem Label ist sie? ZB Label Entertainment. Habe ich noch nie gehört. ZB. The daughter of a Korean adoptee, Alexa, also known to fans as Alex Christine, was born and raised in Tulsa, Oklahoma. A lifelong dancer, Alexa competed in Soompies, Rising Legends, where nearly 1 million fan votes determined her the winner. Shortly after being signed to ZB label, ZB, she beat out thousands of contestants, hopefuls, and was one of the 96 chosen to participate in Mnet's Produce 48, the most competitive audition show in Korea. Bomb is her debut release. Ja, die wollten da auf jeden Fall kompetieren gegen alle anderen, die so laute Musik machen, wie zum Beispiel Super M und 80s und Stray Kids. Ich glaube, es war bei beiden. Ich glaube, es war auch bei beiden. Es ist halt nicht geil. Also ich finde es echt nicht geil. Es ist so, wenn das schon so eine Art von Musik ist, wo so viele laute Elemente drin sind, so viele Sachen in der Musik. Nee, ist, sorry, aber ist bei mir dann leider durchgefallen. Bei mir geht's so. Ich weiß es gerade noch nicht so genau. Vielleicht höre ich mir den Song nochmal auf Spotify an. Aber das Ding ist, mir gefällt die Hook gar nicht. Also nicht gar nicht, aber irgendwie so nicht so. Weil es ist so, drop it like a bomb. Und dann wäre es geil, wenn da so eine Pause wäre und der Beat so wirken würde, weißt du? Aber dann geht's direkt weiter mit Vocals und Beat über alles. Vielleicht ist er ja sogar eine kleine, so ein bisschen weniger an der Stelle, aber das hörst du sowieso nicht raus, weil alles zugemastert ist. Dass die Hook einfach anders gestaltet wäre. So, weißt du, kurz so Bomb und dann Pause. Und das reinziehen lassen. Naja. Also ich würde sagen, wir wissen ungefähr, kann ich ein mieses Gesicht machen? Nee, ich finde es nicht gut. Oh, okay. Nee, also bei mir ist es durchgefallen. Du überlegst ja noch, aber bei mir ist safe durchgefallen, aber dann sieht man es. Ach, egal, ich mach's schon irgendwas. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und schreibt mir. Ich meine, einige haben wirklich schon geschrieben, dass der Song super geil ist oder irgendwas und die wollen meine Meinung hören. Oder haben nur geschrieben, sie wollen meine Meinung hören. Vielleicht deswegen. Naja, ich bin gespannt. Oh. Falls ihr was gelernt habt, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ja, auch so. Stimmt. Und schaut auch bei Dana vorbei, da kommt jeden Sonntag ein Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.